If you're as sick as I look, you need to know how to make a doctor's appointment in Germany. I will show you how to do that in 3 different situations. In the end of the videos, I will show you 5 very effective tricks on how to get an appointment. Praxis Dr. Schmidt, Daniel Stiegel, hallo. Markus Rau, hallo. Ich hätte gerne einen Termin. Um was geht es? Mein Deutsch ist nicht so gut. Können Sie auch Englisch sprechen? Nein. Okay, dann versuche ich es auf Deutsch. Mein Hals tut weh, meine Ohren tun weh, meine Augen tun weh, ich habe eine Erkältung, ich habe Fieber, ich habe Husten. Kann ich jetzt gleich kommen? Leider haben wir erst morgen wieder einen Termin frei. Entschuldigung, ich verstehe das nicht. Wir sind heute leider schon voll. Okay, aber es geht mir wirklich schlecht. Ich habe hohes Fieber. Okay, ich versuche Sie zwischen reinzuschieben, aber Sie müssen etwas Zeit mitbringen. Es kann dauern. Kommen Sie bitte heute um 10 Uhr vorbei. Okay, ich habe verstanden. Ich komme heute um 10 Uhr vorbei. Ja. Okay, das passt. Vielen Dank. Bis später. Tschüss. Tschüss. मार्कोस, मैं गिर गई। मेरे लिए भी अपॉइंटमेंट ले लो प्लीज। Praxis Dr. Schmidt, Daniel Stiegel, hallo. Markus Rau nochmal. Hallo. Ich hätte gerne einen Termin für meine Frau Neha. Um was geht es? Sie ist gefallen und jetzt tut ihr Arm sehr weh. Und ihr Bein tut auch sehr weh. Sie hat starke Schmerzen. Können wir jetzt gleich kommen? Kommen Sie bitte zusammen heute um 10 Uhr vorbei. Okay, ich habe verstanden. Wir sollen heute um 10 Uhr zusammen vorbeikommen. Ja. Okay, das passt. Vielen Dank. Bis später. Tschüss. Tschüss. रोहित दोबारा रोने लग गया। प्लीज उसके लिए भी अपॉइंटमेंट ले लो ना। Cello. Praxis Dr. Schmidt, Daniel Stiegel, hallo. Markus Rau nochmal. Hallo. Ich hätte gerne einen Termin für mein Kind. Um was geht es? Er ist krank und hat die ganze Nacht geweint und nicht geschlafen. Er hat starken Durchfall, aber heute Morgen war alles in Ordnung. Jetzt hat er wieder Bauchweh und weint. Kann er auch um 10 Uhr heute mitkommen? Das ist ja heute ein Termin für die ganze Familie. Ja, bitte kommen Sie zusammen um 10 Uhr vorbei. Okay, vielen Dank. Bis später. Tschüss. Tschüss. Markus Rau, hallo? Praxis Dr. Schmidt, Daniel Stiegel, hallo. Hallo? Von Ihren vielen Anrufen tut mein Kopf weh und ich gehe jetzt nach Hause. Meine Kollegin wird sich um Sie kümmern. Oh, okay. Gute Besserung. Danke, tschüss. Tschüss. So here come the tricks on how to get an appointment in the clinics even if they are fully booked. Hack number 1. In Germany, the clients who are already in the client database of the clinic are often given priority over the people who are new clients. Therefore, it's a good idea that as soon as you come to Germany, you get a general health checkup done by your Hausarzt, which is the primary care physician. Be sure to check that your health insurance covers that, but that way you get included in their client database, and next time when they're fully booked, for example during flu season, it will be much easier for you to get an appointment. The second hack is staff usually assumes that you have a public health insurance and tells you there are no free slots. In case you have a private health insurance, mention it. Often there will be a free slot for you then. Hack number 3. Make sure to tell them clearly what your problem is. If, for example, they want to give you an appointment after 2 days because it doesn't sound urgent to them, tell them clearly that you need urgent help. For example, you have a high fever or are in severe pain. Hack number 4. In a real emergency, you can also go without an appointment during the regular opening hours. But in this case, it really needs to be a real emergency. Otherwise, this leads to a lot of embarrassment and bad feelings on all sides.
Hack number 5. Some doctors, most of all specialists, which are often booked for months ahead of time, like for example gynecologists, they have an open day and you can ask them if they have that, because on those days you can just go there and be treated on a first come first serve basis. That's a good thing to do, because like that you get very quickly a free slot and you will also be included in their client database. So next time it will be much easier for you. We will post all the conversations, vocabulary, etc. in our Facebook group, so be sure to check that out under the video in the links. Also make sure to share this with all your friends for whom this might be valuable information. See you next time. Bye.